Das ist wirklich eine extrem spannende Geschichte und es gab noch nie so viel Tamtam um die Einführung eines neuen Werkzeuges wie bei diesem 12 Volt Akkuschrauber von Parkside. Und das Ganze meine ich positiv wie negativ. Es gab hier einen Verkaufsstopp, das heißt die Einführung wurde bei dem ersten Gerät gestoppt. Was mit den Geräten passiert ist, ob die umgearbeitet wurden, wir wissen es nicht. Wir wissen aber wahrscheinlich, woran es lag, warum das Gerät nicht an den Markt gekommen ist. Auf der anderen Seite gibt es unwahrscheinlich viele Werbemaßnahmen. Das Gerät wurde in Kooperation mit Bauforum 24 hergestellt oder auf den Markt gebracht, haben verschiedene Werbevideos dazu erstellt. Es soll der stärkste Akkuschrauber der 12 Volt Klasse sein. Und wenn man so die Leistungsdaten sich anguckt oder so, dann wird das wahrscheinlich auch stimmen. Die Fertigung wurde besucht und. Also eine Menge an Maßnahmen. Und wenn man sich so positiv, negativ gegenüber sieht, dann ist jetzt natürlich die Frage, was bringt dieser Akkuschrauber in einem objektiven Test wirklich? Ich habe mir die verschiedensten Materialien hier zusammengesucht. Ich werde den heute mal richtig rannehmen. Ich werde den belasten und natürlich auch überlasten. Aber wenn man guckt von wegen, was da alles schon für Videos auf dem Markt sind, was der alles angeblich kann, dann können wir den auch mal richtig rannehmen und werden sehen, wo der Frosch die Locken hat. Ich finde das Thema so spannend. Ich war heute Morgen um 7 im Lidl, habe mir das Gerät gekauft. Das heißt, mir wurde das nicht zur Verfügung gestellt. Mich bezahlt auch keiner für meine Aussagen hier. Mir ist es völlig egal, was dabei rauskommt. Wenn das Gerät super ist, dann werde ich euch das sagen. Und wenn das Gerät absoluter Müll ist und hier bei meinem ersten Test den Geist aufgibt, dann ist das auch ein Testergebnis. Also, wir gucken uns das Gerät an und wir werden das Gerät mal richtig rannehmen. Und wir gucken uns nebenbei natürlich auch noch mal die kleinen interessanten Geschichten an, die bei der Einführung dieses Gerätes so passiert sind. Es geht ja nichts über den ersten Eindruck. Und wenn man das Gerät so das erste Mal auspackt, also es sieht wirklich toll aus, macht einen sehr wertigen Eindruck, sieht stylisch wirklich sehr gut aus in dieser schönen kleinen Tasche. Alles hat seinen vernünftigen Platz. Im Lieferumfang ist das Gerät, es ist ein 5 Ampere-Stunden Akku. Die meisten Geräte in der 12 Volt Klasse haben einen 2 Ampere-Stunden Akku oder maximal einen 4 Ampere-Stunden Akku. Parkside nimmt einen 5 Ampere-Stunden Akku, der ist natürlich ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, hat aber auch nicht nur eine längere Kapazität, sondern hat natürlich auch einen höheren Entladestrom und dadurch hat man halt auch mehr Leistung mit dem Gerät. Wir haben hier vorne, was ich auch sehr cool finde, ein abnehmbares Futter. Das ist ein Röhmfutter, ist also auch richtig Qualität. Wir haben zusätzlich einen Handgriff und wir haben sogar ein Ladegerät. Das Ganze in so einer schönen stylischen Tasche, das macht also wirklich schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. Gucken wir uns die verschiedenen Funktionen von diesem Akkuschrauber an. Das heißt, wir haben hier vorne das abnehmbare Futter. Das Futter ist von Röhm, wird sicherlich auch nicht mehr in Europa gefertigt, sondern auch in Asien. Trotzdem ist es ein Röhm-Futter und Röhm wird seinen Namen da nicht einfach nur hergeben. Das wird auch eine gewisse Qualität haben. Wir haben hier vorne die Möglichkeit, einen ganz normalen Bit aufzunehmen, damit die verschiedensten Werkzeuge zu nutzen. Jetzt kommen wir mal zu den Besonderheiten. Also wir haben hier vorne auch noch ganz normal die verschiedenen Stufen. Wir haben hier vorne die Bohrstufe und so weiter. Das ist eigentlich alles normal. Was nicht normal ist, ist das Getriebe. Das Getriebe hat 3 Stufen. Die normalen Akkuschrauber haben eigentlich alle 2 Stufen. Hier haben wir vorne noch einen Powergang. Haben also den Powergang, haben den zweiten Gang, haben den dritten Gang. Das ist schon mal sehr besonders. Hier haben wir den An- und Austaster, haben die Möglichkeit Rechts-Links-Lauf und können das Ganze auch arretieren. Das heißt, damit kann man das Gerät theoretisch auch in einem Bohrständer oder dergleichen verwenden. Und das ganz Besondere findet man dann hier hinten. Hier hinten an diesem Akkuschrauber haben wir diesen kleinen Display und da gibt es zu Anfang, wenn man das Gerät das erste Mal anmacht, eine kleine Statusmeldung, die kann man personalisieren, halte ich für unnütze Spielerei. Genauso kann man hier vorne die Beleuchtung von der Farbe verstellen. Brauche ich auch nicht unbedingt. Ich brauche einfach nur Licht. Ich brauche hier weder irgendwo, ne, sieht man jetzt Licht an, ich brauche hier weder gelbes Licht, noch grünes Licht, noch rotes Licht. Wer das braucht, schön und gut. Was aber sehr sinnvoll ist, ist die Kickback-Funktion. Diese Kickback-Funktion kann ich ein- und ausschalten. Kickback rettet dir dein Handgelenk. Und genauso ist es wichtig, dass man die Drehzahl bei so einem Gerät einstellt. Ich denke mal, wir kennen das alle, wenn man mit einem Werkzeug arbeitet, wo man eine geringere Drehzahl haben will,
Oder wenn man so ein bisschen vorsichtiger arbeiten muss, was machen wir alle? Wir arbeiten hier mit dem Finger ganz vorsichtig. Hier bei dem Gerät kann ich das definieren von der Drehzahl her. Das heißt, ich habe meine Stufe und kann dann sagen, ich arbeite mit 90%, ich arbeite mit 10% und kann dann die Drehzahl extrem langsam einstellen, kann die also ganz genau definieren und kann dann extrem langsame Drehzahlen, das ist jetzt der zweite Gang, hier einstellen. Das halte ich wirklich für eine sehr, sehr sinnvolle Funktion. Das Gerät hat auch eine App-Steuerung, die habe ich jetzt nicht verwendet, die habe ich nicht genutzt von wegen. Ich glaube, gelesen zu haben, dass man dafür WLAN braucht. Ich habe in meiner Werkstatt kein WLAN, also wäre die für mich dann nicht so wichtig, sinnvoll. Aber was man hier hinten an Funktionen hat, das finde ich schon mal sehr interessant. Ich werde jetzt den 5 Ampere-Stunden Akku laden und in der Zwischenzeit können wir uns natürlich den Weltrekordversuch angucken und wir gucken uns mal das Ganze an, was es an Debakel bei diesem Akkuschrauber gab. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ich sage, dass das ganze Gerät für Parkside ein riesengroßes Debakel ist. Und das ist im Prinzip sehr einfach erklärt. Das Gerät wurde im November 24 das erste Mal bei Bauforum 24 vorgestellt. Dann gab es sogar eine Tour nach China, wo die Fertigung gezeigt wurde. Und am Ende des Tages wurde der Verkaufsstart 2-3 Tage vor dem Verkauf verschoben. Und da gab es die verschiedensten Mutmaßungen, warum dieses Gerät nicht auf den Markt gekommen ist. Im Prinzip wurde von Parkside oder von Lidl offiziell da nichts gesagt. Auch Bauforum 24, wenn er es gewusst hat, wovon ich mal ausgehe, hat dazu nichts gesagt. Das Gerät wurde also einfach nicht verkauft. Beste Erklärung hat aus meiner Sicht bisher ein osteuropäischer YouTuber gebracht. Der hat das Gerät einfach genommen und hat dann einen älteren Akku genommen, zum Beispiel hier so einen 4 Ampere-Stunden Akku, hat den da reingesteckt und mit dem Akku hat das Gerät dann nicht funktioniert. Ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert, ich gehe aber mal von aus, dass es funktioniert. Ja, funktioniert. Das heißt, die erste Serie, die schon in Osteuropa verkauft wurde, war wohl nicht kompatibel mit diesen älteren Akkus. Und das kann eins der möglichen Ursachen gewesen sein, warum man das Gerät nicht verkauft hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wurden die Geräte umgearbeitet? Kann ich mir heutzutage wirklich nicht mehr vorstellen. Oder gibt es irgendwo einen riesengroßen Schrottplatz mit Akkuschraubern? Auf jeden Fall denke ich mal, die Geräte sind sehr knapp kalkuliert mit 99 €. Wenn man denkt, Mehrwertsteuer geht da ab und dergleichen, da bleibt wirklich nicht viel für das Produkt über. Die ganzen Werbemaßnahmen, da denke ich mal von wegen, ist das finanziell natürlich ein riesengroßes Debakel. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist so ein Riesenkonzern, da geht das Ganze wahrscheinlich unter. Hätte jeder andere Hersteller gesagt, gut, wir drucken ein paar Flyer, wir machen nochmal 2, 3 kleine Videos und dann wird das Gerät wieder auf den Markt gebracht. Nicht aber Parkside. Parkside hat einen Weltrekord mit diesem Gerät aufgestellt und hat mit diesem Gerät, also zumindest mit einem baugleichen Gerät, einen A380 gezogen. Hört sich sehr, sehr spektakulär an. Im Prinzip ist es so, das Ganze hat über ein Getriebe funktioniert und wer sich so ein bisschen mit Getrieben auskennt, der wird relativ schnell sehen, von wegen, dass natürlich die Übersetzung so extrem groß ist, dass es irgendwo Arbeit ist, die dieses Gerät geleistet hat, aber vom Drehmoment wird es nicht sonderlich stark gewesen sein. Man kann sich auch die Kollegen angucken, die das da gemacht haben, die den Akkuschrauber in der Hand gehabt haben. Das sieht nicht so aus, dass das eine massive Belastung war. Ich glaube, in einen Videoaufnahmen, da ist nur nicht mal dieser Handgriff mit dran oder so. Also im Prinzip von wegen, gute Werbemaßnahme, sieht toll aus. Das Video hat auch, glaube ich, ein paar 100.000 Aufrufe. Aber am Ende des Tages ist es auch nicht mehr als Werbung. Ist sehr spektakulär, mehr aber nicht. Und wir werden das Gerät jetzt mal richtig rannehmen. Der Akku ist vollgeladen und ich gebe jetzt mit dem Gerät Vollgas. Akku ist voll, erster kleiner Test. Das sind hier 2 alte Holzbalken, die habe ich bei mir zu Hause weggeholt, also nichts Besonderes. Das ist eine 8er Schraube, die 8er Schraube ist 120 lang, die schnuppert der problemlos weg. Im zweiten Gang, wenn ich möchte, kann ich sie versenken. Wenn ich sie ein bisschen rausstehen lassen will, macht er natürlich auch, aber auch bis bündig versenken ist hier kein Problem. Eine bisschen größere Belastung ist dann hier eine 10er Schraube und die ist 300 mm lang. Das war jetzt die größte Schraube, die ich im Baumarkt heute Morgen gefunden habe und die kann ich ja auch problemlos versenken. Da kann ich bis zum
ungefähr 50, 60 mm vom Ende gehen, dann muss ich den Powergang nutzen. Und wenn ich diesen Powergang nutze, dann habe ich hier den Handgriff und trotz Handgriff kommt es mir so vor, dass mich das Gerät fast mitdreht. Der ganze Tisch fängt an zu wackeln, also das ist schon wirklich Wahnsinn. Gerät hat richtig Dampf und schafft es auch, diese Schraube hier problemlos bündig zu versenken. Also richtig Dampf, erster Eindruck ist natürlich richtig gut. Jetzt ist es natürlich so, dass es hier irgendwas Fichte oder so jahrelang bei mir hinterm Haus gelegen. Ich habe hier nochmal wirklich massives Holz, das ist Buche und damit machen wir das Ganze gleich nochmal. Also das hier ist ein super Ergebnis und das hier ist ein Ergebnis, das haut mich wirklich von den Socken. Wie gesagt, 10er Schraube, 300 lang, längste, größte Schraube, die ich hier in meinem örtlichen Bohrmarkt heute Morgen bekommen habe. Und das ist auch ein massives, hartes Holz. Ich weiß es nicht genau, ich bin kein Holzexperte, aber ich würde mal sagen, von der Maserung her ist Buche oder so. Das ist auf jeden Fall so, dass wenn ich hier am Ende bin, dass es die Mutter fast gerissen hat. Das ist hier vorne eine relativ günstige Mutter, die ist fast in den Arsch gegangen und ich kann das Ding praktisch kaum noch festhalten. Das Teil dreht nicht mit. Also das hat wirklich richtig Dampf, das Gerät. Bin ich schon mal schwer begeistert. Nächster Programmpunkt ist jetzt natürlich Metall zu bohren. Holz bohren ist immer eine Sache, Metall bohren ist natürlich nochmal eine ganz andere Belastung. Stahlbohren geht hier auch völlig problemlos. Das ist ein T-Träger oder ein Doppel-T-Träger. Der muss hier ungefähr 8 mm Materialstärke haben. Hier habe ich 10er Bohrungen eingebracht, völlig problemlos. Dann habe ich hier gebohrt und Gewinde geschnitten, geht auch problemlos. Gewinde schneiden hat natürlich auch den Vorteil, ich habe hier so einen Kombi-Gewindebohrer. Da kann man also erst mit bohren und dann schneidet man Gewinde mit. Und da kann man natürlich zwischen den verschiedenen Stufen wählen. Und bei der Stufe Power, die ist schön langsam, damit kann man natürlich ideal Gewinde schneiden. Das Einzige, was hier nicht gut funktioniert, der geht hier natürlich sehr leicht raus. Wenn ich hier also Gewinde geschnitten habe und hier wieder zurück durchs Gewinde will, dann ist er mir hier eben rausgerutscht, dann musste ich ihn mit der Hand rausdrehen. Also wird man wahrscheinlich, oder wenn ich es regelmäßig mache, werde ich den wahrscheinlich eher im Futter einspannen. Aber ansonsten Stahlbohren hier auch völlig problemlos. Und das versuchen wir jetzt einfach mal eine Nummer größer. Und da wird die Belastung natürlich viel, viel höher, weil das ist ein 30er Stufenbohrer. Und dem kann man natürlich auch richtig gut Stahl bohren. Mit so Stufenbohrern habe ich schon 2 Akkuschrauber geschrottet, weil das ist wirklich eine massive Belastung. Ich fange hier an mit Stufe 3, habe also am Anfang eine richtig hohe Drehzahl und gehe dann langsam runter. Werde mich dann langsam runterarbeiten. Hier könnte ich das Ganze natürlich auch noch mit den Prozentwerten machen, aber ich denke mal, ich werde mit den 3 Stufen auskommen und werde dann hier mal ein schönes 30er Loch reinpfeifen. Kann man einmal machen, kann man auch zweimal machen. Also es funktioniert wirklich auch völlig problemlos. Das sind 2 28er Bohrungen. Warum nicht 30er Bohrungen? Die oberste Stufe hat hier irgendwie einen weg. Also das ist kein neuer Stufenbohrer. Habe ich gerade bemerkt, bei dem 30. oder so kann ich würgen, wie ich will. Da geht die Bohrung nicht mehr rein, liegt aber nicht an dem Akkubohrer. Das heißt, ich habe hier immer mit Stufe 3 angefangen. Irgendwann geht der von der Leistung in die Knie. Dann gehe ich in Stufe 2 und dann gehe ich in die Powerstufe und dann geht er da durch. Mit so einem kleinen handlichen Gerät hat man hier wirklich richtig viel Dampf. Also ich muss sagen, alles, was ich jetzt gemacht habe, funktioniert. Der Akku ist bei Weitem noch nicht leer. Das wundert mich hier wirklich. Ich habe alles mit einer Akkuladung gemacht. Hier ist jetzt gerade mal der erste Balken weg. Der Akku an sich hier, der hat hier keine Anzeige. Also kann man wohl noch einiges mitmachen. Alles, was ich jetzt gemacht habe, wie gesagt, eine Akkuladung. Ich mache jetzt noch mal einen kleinen letzten Test. Und das ist diese wunderschöne Lochsäge. Diese Lochsäge hat einen 40 mm Durchmesser. Das sollte man natürlich normal mit so einem Gerät nicht mehr machen. Ist eine maximale Belastung. Aber auch, denke ich mal, das wird dieses Gerät problemlos wegschnuppern. Ich bin da schwer begeistert. Ich werde das Gerät auch auf jeden Fall behalten. Einzigste, was man so als Wermutstropfen wirklich hat, wenn man sich das Gerät anguckt, man hätte sich eine bessere Kommunikation gewünscht. Wenn man da im Vorfeld gesagt hatte, ja, es gibt technische Probleme, wir müssen das verschieben, die Akkus sind nicht kompatibel oder so. Ich würde eher sagen, das würden die meisten
meisten Leute positiv aufnehmen. Wenn man so ein Gerät dann einfach so verschiebt oder so und da nichts zu sagt, das öffnet dann Raum für Spekulationen. Vielleicht lag es ja auch gar nicht an dem Akku oder so. Ich denke mal, wenn man da so ein bisschen offen damit umgeht, das wäre deutlich besser. Ansonsten gefällt mir das Gerät wirklich sehr, sehr gut für 99 €. Definitiv ein absoluter Schnapper. Ich werde das Gerät hier unter verlinken und ich werde noch ein paar Bohrungen damit machen. Wie gesagt, erstmal hier diese 40er Bohrung. Ich blende hier noch ein paar schöne Sachen ein. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und beim Bohren. Bis dann, euer Manni. So, kleiner wichtiger Nachtrag dazu, auch das hat sehr, sehr gut funktioniert, ist aber eine Quälerei und ist natürlich eine gewisse Vergewaltigung für so ein Gerät. Dafür ist das Gerät eigentlich nicht vorgesehen. Ich hatte es erst in der Powerstufe gemacht. In der Powerstufe hat sich das Gerät sehr schwer getan, war viel zu viel Dampf. Darum bin ich dann in den zweiten Gang gegangen, habe hier die Speed auf 30% runtergestellt, habe es dann damit gemacht. Damit ging es deutlich angenehmer. Gerät hat wirklich extrem viel Power, extrem viel Kraft. Das ist also wirklich eine Quälerei. So eine 40er Bohrung hier reinzubringen. Gerät ist ein bisschen warm geworden, hat zwischendurch einmal kurz abgeschaltet. Ich habe es dann 2-3 Minuten abkühlen lassen. Ist immer wirklich noch der erste Akku, Wahnsinn. Und dann hat das Gerät weitergemacht und ich habe das hier bis zum Ende durchgebohrt. Und dass so ein Gerät abschaltet, ist natürlich auch eine ganz wichtige Funktion. Wenn es überlastet ist, schaltet es kurz ab. Irgendwann kann man dann wieder weiterarbeiten. Dumm wäre, wenn so ein Gerät abraucht. Und wenn es abschaltet oder so, ist alles in Ordnung. So sollte es auch sein. In diesem Sinne.